Okay, willkommen zurück. Heute wieder mal mit ein bisschen Krypto und zwar mit Python. Und zwar wollen wir heute Passwörter verschlüsseln. Ich weiß, das Interesse ist ein bisschen zurückgegangen, weil es halt auch einfach immer mehr ein bisschen in die Materie reingeht. Und deswegen mache ich nur noch dieses Video und dann lasse ich euch wieder ein bisschen in Ruhe damit. Dann schauen wir mal, was wir danach machen. Aber was wir hier haben bisher, ich will mal ganz kurz zusammenschreiben, was wir hier haben. Wir haben eine Anwendung, die uns hier Dateien auf einen Server transferiert. Diese Dateien sollten allerdings natürlich verschlüsselt sein, denn ansonsten kann jeder diese Dateien mitlesen. Ist unangenehm. Deswegen haben wir hier was mit Encrypt-Files gemacht. Dieses Encrypt-Files, naja, das verschlüsselt eben Dateien und ja, ist eigentlich ganz nützlich. Problem ist allerdings hierbei, wir brauchen ein Passwort. Und diese Passwörter, die sind hier und beide Seiten brauchen das Passwort. Das heißt, sowohl der Server als auch der Client braucht dieses wunderbar hässliche Passwort, das natürlich immer sehr, sehr lang ist, aber es ist ein sicheres Passwort. Problem an der Stelle ist allerdings, naja, wie kriegen wir das Passwort von unserem Client auf den Server, beziehungsweise vom Server auf unseren Client? Denn es ist ja immer dasselbe Passwort. Wir können das Passwort ja nicht mit dem Passwort verschlüsseln. Das wäre irgendwie, führt zu nichts. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Problem, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass beide Beteiligten einfach dasselbe Passwort haben, obwohl sie sich vorher noch nie gesehen haben. Und das ist die große Herausforderung. Und dafür, meine Damen und Herren, gibt es Public Key Kryptographie. Public Key Kryptographie besteht aus mehr Bestandteilen als davor und wen es interessiert, einmal bitte meine IT Security bzw. vielleicht sogar die Kryptographie Playlist angucken. Dort erkläre ich das alles im Detail. Kurz zusammengerissen ist es quasi so, wir haben auf unserer Seite, auf unserer normalen User-Seite einen Secret Key und einen Public Key. Auf der Server-Seite haben wir auch einen Secret Key und einen Public Key. Diesen Secret Key, beziehungsweise beide Secret Keys, darf niemand haben, wirklich niemand. Auf der anderen Seite, der Public Key, der muss bei allen vorliegen. Und was man dann im Endeffekt macht, ist, wenn man den Public Key von jemand anderes nimmt und man packt da zum Beispiel den String S rein, also irgendwas, dann ist das irgendeine Cipher C. Ja, das ist komplett verschlüsselt, niemand kann es mehr entschlüsseln, außer demjenigen, der diesen Secret Key hat. Das heißt, Secret Key von C ist wieder mein String S. Und damit kann ich quasi das Ganze umgehen. Das heißt, jeder darf den Public Key haben, jeder darf für diesen Public Key verschlüsseln oder mit diesem Public Key verschlüsseln, aber entschlüsseln kann es am Ende nur noch der Besitzer von dem Secret Key. Das heißt, wenn ich was mit dem Public Key verschlüssele für den Server, kann ich selber nicht mehr entschlüsseln. Ja, das geht einfach nicht mehr, weil ich ja den Secret Key nicht habe. Niemand kann entschlüsseln außer dem Server. Und das ist das, was wir heute implementieren wollen. Und ja, dazu benutzen wir auch wieder PyCryptoDome. Das heißt, am besten einfach mal hergehen und pip install PyCryptoDome eingeben und dann können wir weitermachen hier. Okay, zunächst einmal brauchen wir natürlich die Schlüsselverwaltung. Das heißt, wir sagen hier from crypto.public-key import RSA. Es gibt noch andere Algorithmen, ganz kurz, ECC, den würde ich eigentlich lieber benutzen, weil der vermutlich postquantensicher ist. Allerdings sind in dem Standard PyCryptoDome bisher nur die NIST-Kurven drin, also ECC steht für elliptische Kurvenkryptographie und naja, dazu braucht man Kurven. Und Kurven könnt ihr euch wirklich so vorstellen, wie eine Parabel zum Beispiel, nur ein bisschen komplexer. Das heißt, mit X-Achse, Y-Achse und ja, dann eben eine Kurvenfunktion darauf. Problem ist, aktuell sind 3 Kurven supported und alle 3 wurden von der NSA entwickelt und man weiß nicht so aktuell, ob die wirklich sicher sind. Man forscht aber gerade dran, weil eben hier ECC postquantensicher ist. RSA ist nicht postquantensicher, aber aktuell sollte es noch ausreichen, weil man eben sehr große Quantenrechner braucht, um das zu brechen. DSA ist der Digital Signature Algorithm. Das ist ein Signaturalgorithmus. Ja, der hat nicht wirklich was mit Verschlüsselung in dem Sinne zu tun, sondern eher mit Unterschriften, okay? Und Elgamal ist deprecated offiziell von PyCryptoDome-Seite. Das heißt, da wird nicht mehr gebugfixt und deswegen sollte man das auch nicht verwenden. Das heißt, aktuell kann man eigentlich nur RSA benutzen. Und das ist ein bisschen schade, würde ich gerne anders machen, geht allerdings nicht unbedingt. Es gibt natürlich noch sehr viele andere Libraries, die auch sowas machen, aber wir haben mit PyCryptoDome angefangen für AES und das ist eigentlich so eine gängige Library, die man für Python und Crypto eigentlich verwenden kann. So, auf der nächsten Seite müssen wir natürlich erstmal hier die Schlüssel generieren. Das heißt, wir müssen Secret Key generieren, wir müssen Public Key generieren und ja, das ist eigentlich nicht so komplex. Wir schreiben uns dazu eine Funktion, generate SK für Secret Key. Bitte wundert euch nicht, ich nenne das Ding immer Secret Key. Und die Public Keys nenne ich Public Keys, weil ich Secret Key mit SK abkürzen kann.
Normalerweise sagt man Private Key und Public Key dazu, aber Private Key kürzt sich auch mit PK ab. Dann habe ich PK und das bringt mir rein gar nichts. Deswegen sage ich immer Secret Key dazu, okay? Aber es ist eigentlich dasselbe. Secret Key und Private Key ist dasselbe. Okay, das heißt, ich sage hier, okay, ich möchte gerne einen neuen Secret Key haben. Key ist gleich rsa.generate. So, und jetzt kann ich mich hier entscheiden, wie groß soll eigentlich oder wie soll eigentlich mein RSA-Algorithmus aussehen. Also wie sicher soll der sein? Und wir nehmen uns jetzt hier einfach mal die Zahl, also man kann anfangen mit 1024. 1024 ist wenig, also wirklich wenig für RSA-Schlüssel als Bitlänge. 2048 ist empfohlen von offizieller Seite. Offiziell beim Standard ist auch 3072 noch implementiert und dann hört es eigentlich auf. Das heißt, der Standard definiert keine längeren Schlüssel als 3072 Bits, obwohl 2048 Bits, naja, sagen wir so, es reicht aus, aber es ist nicht unbedingt mega gut, okay? Und wir werden jetzt gleich mal kurz was probieren, nachdem wir diese Funktion hier fertig haben, aber erstmal machen wir kurz die Funktion fertig. Und zwar können wir hier sagen rsa.generate nach 3072 Schlüsseln, also nach diesem Standard quasi. Und jetzt sagen wir hier einfach, okay, with open secret key Punkt und der Standard, den wir zum Exportieren oder zum Schreiben benutzen, ist PEM. Den verwenden wir hier auch. Und zwar schreiben wir hier WT und weil wir ja schreiben wollen und zwar in die Datei fout. So, und jetzt sagen wir hier einfach fout.write und wir wollen hier reinschreiben den key.export key. So, hier kann man das Format reinpacken. Format ist gleich PEM. So, und jetzt machen wir das mal ganz kurz, indem wir hier einfach Return Key noch reinschreiben und diese Funktion aufrufen. Das heißt, wir sagen hier Key ist gleich Generate Secret Key. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, und wir sehen hier, das dauert ein bisschen und wir kriegen schon einen Fehler, weil wir eigentlich binär schreiben sollten. Und zwar so. Okay. Und ja, wir sehen hier, wir haben die PEM fertig und wir sehen hier, okay, das ist eine Begin RSA Private Key Datei. Ja, die enthält halt den kompletten privaten Schlüssel. Das darf niemand sehen, aber wirklich gar niemand darf diese Datei sehen. Das bedeutet, ich zeige euch hier gerade was absolut furchtbar ist, was aber nichts macht, weil wenn ich diese Datei hier einfach neu ausführe, habe ich einen neuen Secret Key. Also niemand darf den Secret Key zu Gesicht bekommen, außer euch. So, und jetzt probieren wir uns mal hier ein bisschen durch. Wir kennen 3072, das wird noch offiziell unterstützt. Was wir jetzt allerdings mal machen, ist Folgendes. Wir wissen, das Ganze ist eigentlich immer nach Zweierpotenzen, ja. Das heißt, wir haben hier 2048, machen es hier einfach mal 2. Okay, 4096, das kennt man vielleicht noch, 4096, 4096er RSA-Schlüssel. Jetzt machen wir hier mal 2 und dann machen wir nochmal mal 2 und nochmal mal 2 vielleicht. Und dann schauen wir mal, was hierbei passiert. Wenn ich jetzt hier 32.768 Bits generiere, ob das überhaupt supportet wird. Und das wird eine Weile dauern, das sage ich euch gleich. Aber wir können es ja einfach mal probieren. So, und ich gebe zu, ich habe das Ganze jetzt gerade ein bisschen kürzer gemacht. Und zwar, ich bin auf 16.000 runtergegangen, weil das dauert wirklich lang. Aber wir sehen auch, der Key hat sich vergrößert. Und eigentlich sind wir somit nicht auf diese 3.000 irgendwas Zeichen beschränkt. Sondern können das hier natürlich neu generieren lassen und riesig machen, so groß wie wir wollen. Ihr könnt das Ganze wirklich übertreiben. Aber es dauert, wie gesagt. Und das nächste ist natürlich, okay, wie kriegen wir jetzt den Public Key aus diesem Secret Key raus? Und das machen wir, indem wir hier erstmal möchte ich das nicht jedes Mal machen, sondern ich möchte meinen Key auslesen. Das heißt, ich sage hier, Key ist gleich Import Key. Und hier muss ich natürlich einen Dateinamen angeben. Das wäre in meinem Fall Secret Key.pem, weil ich einfach faul bin und das nicht jedes Mal neu machen möchte und es dauert einfach viel zu lange. Das heißt, wir sagen hier Import Key, File Name und ja, dieser File Name, der wird uns jetzt helfen, diesen Key zu importieren. Das bedeutet, wir sagen hier Open File Name und zwar Modus ist gleich RB, also Read Binary als File in und sagen hier fin. Key ist gleich rsa.importKey und hier können wir jetzt einfach f.read reinpacken, beziehungsweise fin.read.
So, und danach haben wir den Key, das heißt, wir können hier einfach Return Key machen. Ist übrigens völlig egal, ob das ein Private Key oder ein Public Key ist. Ihr müsst nur wissen, was es für ein Key ist, damit ihr das Ganze hier verwenden könnt. So, das bedeutet, wenn wir jetzt hier unten drunter print Key machen, dann funktioniert das trotz alledem und wir bekommen ein Private RSA Key Add und dann kriegen wir einen Speicher. So, das heißt, wir müssen das Ganze nicht jedes Mal neu generieren und so geht es ein bisschen schneller. Okay. Next up natürlich, wir müssen den Public Key generieren. Wir machen das allerdings mit einem Secret Key als Parameter, logischerweise. Denn der Private Key, also der Secret Key, produziert uns immer einen Public Key. Das heißt, ich kann mit einer, stellt euch vor, wie eine Hash-Funktion oder wie eine Evolution von einem Pokémon, ja, die kann man auch nicht wieder runter evolutionieren, zumindest da, wo ich gezockt habe. Und ihr bekommt daraus einen Public Key, könnt aber aus diesem Public Key nie wieder den Secret Key rauswandeln. Das ist quasi die ganze Magie hinten dran. Und ja, das machen wir, indem wir hier einfach sagen, okay, wir haben den Secret Key, jetzt machen wir Public Key draus. Also das heißt, PK bekommen wir aus sk.public_key. Und ja, natürlich, den wollen wir auch irgendwo reinschreiben. Das heißt, wir sagen hier, wir kopieren uns das. Der Public Key, nein, das war die falsche Funktion, die ich hier gerade kopiert habe. Das hier wollen wir kopieren. So, also wir wollen hier den Public Key.pem schreiben und wir wollen natürlich hier nicht Key schreiben, sondern PK und wir wollen hier natürlich auch den PK zurückgeben. Okay, so, wir bekommen den Public Key, indem wir hier sagen, PK ist gleich Generate Public Key, basierend auf unserem Key. Ja, das ist quasi unser Secret Key und das ist unser Key. Okay, das Problem an der Sache ist hier jetzt, wenn wir das jetzt mal ganz kurz ausführen, und zwar gebe ich hier einfach mal den PK aus, dann kriegen wir das hier. Dann kriegen wir hier das Problem, Attribute Error, RSA Key, Object has no attribute Public Key. Und das ist etwas, was euch vielleicht über dieses Modul PyCryptoDOM auffallen wird. Ja? Manchmal ist ein Bodenstrich dabei, manchmal nicht. Das heißt, wenn ich hier auf Key Punkt gehe, sehen wir hier, okay, ich habe die Funktion Export Key, dann der Export Key, dann can encrypt, can sign, has private und dann habe ich hier Public Key als Funktion. Allerdings, wenn ich das Ganze über ECC mache, also hier den ECC-Algorithmus verwende, statt dem RSA-Algorithmus, dann heißt die Funktion Public_Key. Und das heißt, seid da vorsichtig, was ihr da gerade verwendet und falls es irgendwann mal nicht funktionieren sollte, also falls Public Key so nicht funktionieren sollte, sondern Bodenstrich dazwischen ist, dann wisst ihr Bescheid, dass es eventuell am Modul liegt und ihr das Ganze halt updaten müsst, okay? Also es kann sein, dass das irgendwann mal repariert wird oder irgendwann anders ist. Also, ja, deswegen zeige ich euch das Ganze hier. So, und jetzt sehen wir hier, okay, wir haben den Public Key und können mit dem auch rumhantieren. Und dieser Public Key sieht so aus, der ist auch relativ länglich natürlich, kann jetzt allerdings an jeden geschickt werden. Ja? Dieser Public Key sollte sogar an jeden geschickt werden. Das Problem hinten dran ist natürlich, der Public Key kann verändert werden, dann wären wir bei einem Man-in-the-Middle-Angriff, aber das geht jetzt hier gerade ein wenig zu tief. Deswegen, ja, da bitte ich euch einfach mal ganz kurz in meine Krypto-Playlist reinzuschauen oder IT-Security etc., da könnt ihr dann noch mehr dazu lernen. Ich möchte euch hier eher so das Konstrukt zeigen. Vielleicht machen wir auch mal ein größeres Projekt. Schreibt mir gerne mal, was ihr von einem größeren Projekt halten würdet. So, genau, das heißt, wir haben jetzt den Private Key, wir haben den Public Key und damit können wir jetzt irgendwas verschlüsseln. Verschlüsseln ist allerdings nicht möglich, indem wir hier einfach RSA importieren, sondern wir brauchen fromcrypto.cipher die nötige Cipher zum Verschlüsseln und das machen wir, indem wir hier sagen, okay, wir hätten ganz gerne PKCS 1 OAEP. Das ist der Standard, den ich auch in meiner Kryptographie-Playlist vorgestellt habe und ihr könnt dort gerne nachgucken, wie er eigentlich funktioniert. Im Endeffekt ist es nicht allzu kompliziert. Was wir hier machen wollen ist, ja, lasst uns das vielleicht als separate Funktion schreiben, das wäre schon angebracht. Und zwar Encrypt. Was brauchen wir zum Verschlüsseln? Naja, wir brauchen Public Key, ist ja klar, weil wir nur mit einem Public Key verschlüsseln können. Achtet darauf, dass es der Public Key vom Empfänger ist, ja, also nicht von irgendwem, sondern wirklich vom Receiver. Ja? Weil wenn ihr mit eurem Public Key verschlüsselt, dann bringt euch das rein gar nichts. Okay, wie machen wir das dann? Naja, wir sagen Cipher ist gleich RSA bzw. PKCS OAEP, um genau zu sein, .new
Und hier muss jetzt der Schlüssel rein, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Also der RSA-Key muss hier jetzt rein. Das heißt, wir geben den PK hier ein, damit wir das Ganze verschlüsseln können. Und jetzt können wir hier tatsächlich über Cypher.encrypt Dinge verschlüsseln. Das heißt, sowas machen wie, was können wir hier encrypten? Ja, wir müssen vielleicht noch angeben, was wir hier überhaupt encrypten wollen. Message. Und die Message wird hier encrypted. So, und dann returnen wir natürlich die Cypher, mit der können wir dann irgendwas anderes machen. Okay, das heißt, wir haben den Key. Wir bauen uns daraus den Public Key. Den Public Key können wir natürlich auch importieren. Sollte klar sein, habe ich auch erwähnt. Und am Ende sagen wir hier, okay, C ist gleich encrypt von PK und von was nehmen wir, von Hallo Welt. Ja, das ist einfach nur ein Beispiel jetzt hier, aber ihr könnt natürlich oder ihr solltet dann natürlich auch die Passwörter etc. damit verschlüsseln, die ihr hier verwendet. So, und wenn wir das jetzt mal hier ausgeben, print C, dann sehen wir, Achtung, boom, funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Naja, wir müssen natürlich alles binär machen, ja. Die Message hier, das ist ein String, das heißt, hier dürfen eigentlich nur Bytes rein. Das heißt, wir sagen hier, okay, wir konvertieren das Ganze erstmal in Bytes. Das heißt, wenn ihr irgendwas verschlüsselt, dann muss das natürlich komplett in Bytes sein, damit es überhaupt funktioniert. So, und dieses C hier, das kann ich jetzt, weil es auch Bytes sind, zum Beispiel über meinen Socket hin und her transportieren, wo dann zum Beispiel mein Passwort drin steht oder eben zum Beispiel das Passwort, was man zum Encrypten braucht. Dieses Passwort kann man dann wieder decrypten, das machen wir jetzt noch ganz kurz, funktioniert aber quasi genau gleich, decrypt. Wir brauchen hier natürlich den SK, ja, und wir brauchen die Cypher C oder einfach nur Cypher genannt, ups. Nein, das sollte ein Doppelpunkt sein. Und hier machen wir im Endeffekt genau dasselbe. Nur, dass wir hier natürlich den SK angeben, nicht den Dingens. Und hier geben wir Cypher an und bekommen... Ich habe natürlich einen furchtbaren Fehler hier gerade gemacht. Ich möchte hier natürlich C verwenden und nicht Cypher. Und hier möchte ich natürlich mein M wieder rausbekommen. Und sage hier Cypher.decrypt von... Achso, das funktioniert nicht. Von C... Das ist C. So, das wollen wir decrypten. Das ist quasi dieser String, den wir hier verschlüsselt haben. Den packen wir hier rein und dann bekommen wir wieder M zurück und M geben wir wieder zurück. Okay, und ja, jetzt machen wir das Ganze hier nochmal. Sieht dann so aus. Achtung, das ist quasi jetzt unser verschlüsselter Code. Das ist das, was über euren Socket übertragen wird zum Beispiel. Sorry für die kurze Verwirrung. Und wenn ihr das wieder auf dem Socket dann oder auf der Serverseite wieder entschlüsselt, dann bekommt ihr eure Nachricht M wieder, indem ihr euren eigenen Secret Key da reinpackt. Das heißt, wir sagen hier decrypt. Wir brauchen natürlich unseren Key, unseren Secret Key und unser C, das wir wieder entschlüsseln wollen. Ist jetzt natürlich stark vereinfacht. Achso, und das muss ich vielleicht auch noch print M. So, und das muss ich natürlich jetzt hier auch noch ausführen. Dann sehen wir hier B, Hallo Welt. Das heißt, es ist quasi binär Hallo Welt. So, jetzt haben wir hier natürlich das Ganze nur auf einer Seite gehabt. Das heißt, euer praktisches Vorgehen sähe so aus, dass der Public Key hin und her geschickt wird. Dann wird quasi das Passwort verschlüsselt. Dann würdet ihr mit dem Passwort Dateien verschlüsselt. Dann würdet ihr sowohl das verschlüsselte Passwort als auch diese Dateien, die ja verschlüsselt sind, über Transfer-Files hin und her schicken. Und dann würdet ihr wieder entschlüsseln. Dann seid ihr aber immer noch anfällig für einen Man-in-the-Middle-Angriff. Und was wir dafür machen, ist, wir sagen hier, wir wollen den Footprint davon bauen. Also Footprint von einem Public Key im Normalfall. Und den bekommen wir, indem wir hier oben einen Hash-Algorithmus, das heißt from crypto.hash, wir importieren, was importieren wir hier? Sucht euch aus, was ihr importieren wollt. Im Normalfall nimmt man hier SHA-256, das reicht hier völlig aus. Und hier sagen wir jetzt, okay, Hasher ist gleich SHA-256.new und wir packen hier direkt die Daten rein, also den Public Key packen wir hier direkt rein. Und ja, hier würde man jetzt dann sagen, okay, Hasher Digest wird zurückgegeben. Return Hasher.digest und wir printen uns das mal ganz kurz PK, beziehungsweise, wie habe ich es genannt? Sorry, Footprint von PK. Das printen wir uns jetzt auch mal noch kurz aus. So, und warum brauchen wir das jetzt noch? Ups, ja, natürlich.
Hier könnte man zum Beispiel auch sowas machen wie Generate Public Key. Was haben wir hier gemacht? Ne, wir haben es nur tatsächlich exportiert. Lasst uns das einfach hier genau so machen, weil wir dürfen natürlich hier keine Funktion oder kein Objekt oder sowas da reinpacken. So, und was wir hier haben ist, okay, also jetzt lasst mich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir können Schlüssel erstellen, ja. Wir haben danach einen Secret Key. Der muss bei uns auf dem Rechner gespeichert werden, damit wir ihn später wieder verwenden können. Das machen wir hier oben. Wir können Keys importieren. Wir können Public Keys aus Secret Keys machen. Wir schicken diese Public Keys hin und her. Wir können damit Passwörter verschlüsseln. Man sollte damit keine Dateien verschlüsseln, weil es einfach viel zu lange dauert. Dieses Passwort wird verwendet, um Dateien zu verschlüsseln. Das wird alles dann hin und her geschickt. Und am Ende können wir auch wieder mit unserem Secret Key dann das Ganze entschlüsseln. Und ja, das heißt, ich brauche natürlich den Public Key vom Server, um für den Server Dateien zu verschlüsseln. Damit aber niemand diesen Public Key verändern kann, baue ich mir einen Footprint von diesem Public Key, den wir hier sehen, und den müsste ich jetzt zum Beispiel via Telefon oder sowas, also irgendeine andere Datenübertragungsmöglichkeit, müsste ich den quasi verifizieren. Das heißt, ich überprüfe, ob das auch wirklich so in Ordnung ist, ob da wirklich alles richtig angekommen ist, indem ich quasi wirklich hier mich damit auseinandersetze, was ist hin und her gekommen, geflossen. Und damit haben wir das Ganze einigermaßen fertig. Das ist jetzt natürlich eine private Lösung. Es gibt Möglichkeiten wie zum Beispiel SSH, da muss man dann einen dritten Dienst haben, der vertrauenswürdig ist und so weiter und so fort. Oder mit HTTPS wird das genauso gemacht. Aber wenn ihr das hier zum Beispiel über eine andere Möglichkeit, also über zum Beispiel Telefon oder irgendeine andere Chat-App oder sowas austauscht und ihr seid sicher, dass euer Gegenüber das geschickt hat, dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass kein Man in the Middle angefangen oder angegriffen hat. Kein Angreifer in der Mitte ist sozusagen. Okay, das Ganze ist ein bisschen kompliziert, das verstehe ich. Wie gesagt, schaut euch gerne meine IT-Security-Reihe an, zum letzten Mal jetzt tatsächlich. Und das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.